ich möchte dir in diesem Video heute mal zeigen, wie man denn die Pentatonik super in Rockbasslinien anwenden kann. Ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele zeigen, wie du denn pentatonische Tonleitern, also Dur und Moll, in Bassriffs verwenden kannst, sodass es kreativer klingt. Wir sind bei dem Beispiel jetzt einfach mal bei A-Moll als Tonalität, als Akkord. Wir verwenden für alle Übungen jetzt ein ganz einfaches rhythmisches Muster, Achtel durchspielen. Das hat noch nie geschadet und bildet auch hier jetzt für uns die rhythmische Basis, um verschiedene Basslinien jetzt darüber zu versuchen. In der ersten Übung verwenden wir tatsächlich nur die Töne der A-Moll-Pentatonik. Mein Vorschlag ist diese Basslinie. Die Playlongs und Noten dazu findest du übrigens in meinem Blog bassmer.de. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Kannst dir jederzeit runterladen, kostenlos natürlich, auch mit dem Playback, um deine eigenen Basslinien dazu zu erfinden. Für das zweite Beispiel nehmen wir jetzt den Anfangston A von dem Akkord, den Grundton, und gehen dann aber über in die C-Dur-Pentatonik. Wenn wir das machen, dann kommen wir auf ganz neue Ideen. Das klingt erstmal anders und wir haben ein anderes Pattern, das wir jetzt benutzen. Dadurch entstehen von ganz allein ganz neue Ideen, ganz neue Phrasen, ganz neue Melodien, mit denen man dann herumexperimentieren kann. Du merkst, es klingt sofort ganz anders, wie wenn ich hier bei meiner A-Moll-Pentatonik allein bleibe. In dem dritten Beispiel verwenden wir jetzt die D-Moll-Pentatonik. Auch hier starten wir wieder mit dem A als Grundton von dem Akkord und verwenden danach dann die Töne von D-Moll. Noch ein Beispiel. Diesmal nehmen wir die E-Moll-Pentatonik. Ich spiele sie hier mit der tiefen E-Seite. Jetzt haben wir auch so ein bisschen ein anderes Pattern, können wir jetzt hier verwenden. Und zwar ja, man könnte das auch mit den Leerseiten spielen. Ich verwende aber jetzt hier 5. Bund das A und 5. Bund das D. Ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Fünftes Beispiel. Dieses Mal nehmen wir F-Dur. Ich nehme jetzt auch mal wieder ein anderes Pattern, nicht das Tiefe, sondern ich würde jetzt gerne hier oben spielen. So lernst du auch dein Griffbrett noch besser kennen. Wir kommen zum sechsten und letzten Beispiel. A-Moll ist immer noch der Akkord, nur diesmal verwenden wir die G-Dur-Pentatonik. Auch hier ergibt sich wieder ein ganz neuer Sound, obwohl wir immer noch bei A-Moll sind. So, jetzt hast du 6 Beispiele für Basslinien über
A-Moll-7, die wirklich komplett unterschiedlich klingen. Anderes Timbre, ein anderes Feel haben. Einfach nur, weil wir nicht auf unserem Standard-Pattern bleiben und uns da irgendwann die Ideen ausgehen, weil ja, da kommt man irgendwie immer wieder auf das gleiche Riff, auf das gleiche Pattern. So schaffen wir es jetzt, mehr Abwechslung reinzubringen und bestimmte Sachen zu machen, die wir vielleicht sonst so normalerweise gar nie machen würden. Wir kommen auf ganz, ganz neue Ideen, neue Sounds und es klingt viel kreativer und abwechslungsreicher. Wenn du dich jetzt fragst, warum funktioniert das denn? Warum geht über A-Moll-7 eine C-Dur, Pentatonik und eine D-Moll und eine E-Moll und F-Dur und G-Dur? Für dich hier jetzt mal so ein kurzer Überblick, um ein bisschen mehr zu verstehen, Folgendes. Die Töne der A-Moll-Tonleiter, die sind identisch mit der C-Dur-Tonleiter. Man startet nur an einem anderen Punkt. Dadurch, dass die gleichen Töne haben, passen die natürlich zusammen. So, und jetzt ist es so, wenn man jetzt die Stufen von der C-Dur-Tonleiter nimmt. Der Stufe ist das C, auf der zweiten Stufe haben wir ein D und können daraus dann Akkorde bilden und Tonleitern. Dann ergibt sich ein bestimmtes Muster und das ist C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur. Weil die Töne jetzt alle aus der gleichen Tonleiter kommen, passen die natürlich auch alle über den Akkord drüber. Und das ist eigentlich so das Grundsystem und die Grundidee hinter der Diatonik, auch den Kirchentonleitern. Wir machen sie uns ein bisschen einfacher. Wir nehmen nicht die ganzen Tonleitern, sondern nur die Pentatoniken, um die paar ein bisschen schrägeren Töne rauszulassen und somit auf ganz neue kreative Ideen zu kommen. Mehr dazu findest du in dem Blogbeitrag. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Natürlich freue ich mich, wenn du auch meinen YouTube-Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast und da dann immer auf dem Laufenden bist, was ich dann an neuen Ideen für dich habe, um dein Bassspiel noch kreativer zu machen und noch mehr von der Theorie in die Praxis rüber zu befördern. Jetzt viel Spaß mit den Rockbass-Übungen. Bis bald. Ciao, ciao.